Januar 1945. Es ist Nacht in Ostpreußen. Der Wind treibt Schnee über die Straßen. Pferde schnauben in der Kälte. Kinder sitzen eingewickelt in Decken auf Wagen. Alte Menschen klammern sich an Koffer. Taschen und ein paar Dinge, die sie noch aus ihrem Haus retten konnten. Hinter ihnen liegt eure Heimat, vor ihnen liegt nur Dunkelheit. Und irgendwo im Osten ist das Donnern der sowjetischen Artillerie zu hören. Viele dieser Menschen wissen nicht, wohin sie fahren sollen. Sie wissen nur, dass sie weg müssen. Sofort, denn die Rote Armee kommt nahe. Innerhalb weniger Tage wird aus einem normalen Winter eine Massenflucht. Straßen verstopfen, Dörfer leeren sich, Familien werden getrennt, Menschen erfrieren, Wagen brechen zusammen, Hunderttausende versuchen schließlich sogar, über das gefrorene Meer zu entkommen. Für viele endet dieser Weg in Sicherheit, für andere im Eis, in der Ostsee, oder auf einem Schiff, das niemals sein Ziel erreicht. Die Flucht aus Ostpreußen 1945 gehört zu den dramatischsten Kapiteln des deutschen Kriegsendes. Doch die eigentliche Frage lautet nicht nur, warum so viele Menschen flohen. Die entscheidende Frage lautet, warum mussten sie so spät fliehen? Und warum wurde aus einer Evakuierung eine Katastrophe? Das zu verstehen, müssen wir zurückgehen. Nicht nur einige Wochen, sondern mehrere Jahre. Am 22. Juni 1941 greift das Deutsche Reich die Sowjetunion an. Der Krieg im Osten ist von Anfang an mehr als ein militärischer Feldzug. Die nationalsozialistische Führung plant einen ideologischen Vernichtungskrieg. Millionen sowjetische Soldaten geraten in deutsche Gefangenschaft. Unsachliche verhungern oder sterben an Krankheiten. Dörfer werden zerstört. Zivilisten werden erschossen. Jüdische Männer, Frauen und Kinder werden hinter der Front systematisch ermordet. Die deutsche Besatzung bringt Tod und Verwüstung über riesige Gebiete Osteuropas. Im Jahr 1941 scheint der Krieg für viele Deutsche noch weit entfernt. Ostpreußen liegt zwar an der Grenze, aber der Krieg bewegt sich nach Osten, nicht nach Westen. 3 Jahre später ist alles anders. Im Sommer 1944 bricht die deutsche Front im Osten zusammen. Die Rote Armee vernichtet große Teile der Heeresgruppe Mitte. Hunderttausende deutsche Soldaten fallen, werden verwundet oder geraten in Gefangenschaft. Die Wehrmacht zieht sich zurück. Städte, die lange weit hinter der Front lagen, werden plötzlich wieder zu Frontstädten. Und zum ersten Mal beginnt in Ostpreußen die Vorstellung, Realität zu werden, dass der Krieg deutsches Gebiet erreichen konnte. Im Oktober 1944 überschreiten sowjetische Einheiten erstmals die ostpreußische Grenze. Für die Bevölkerung ist das ein Schock. Ein Ort wird besonders bekannt, Nemmersdorf. Nachdem deutsche Truppen das Dorf vorübergehend zurückerobert haben, werden dort getötete deutsche Zivilisten gefunden. Das NS-Regime nutzt die Bilder sofort. Zeitungen berichten darüber. Die Wochenschau seit Leichen. Propagandisten sprechen von sowjetischer Grausamkeit. Das Ziel ist eindeutig. Die Bevölkerung soll weiterkämpfen. Sie soll glauben, dass Kapitulation den sicheren Tod bedeutet. Doch die Propaganda funktioniert deshalb, weil sie eine bereits vorhandene Angst verstärkt. Denn es gibt tatsächlich Übergriffe sowjetischer Soldaten, Plünderungen, Tötungen und vor allem sexualisierte Gewalt. Viele sowjetische Soldaten haben selbst unvorstellbare Verluste erlebt. Ihre Familien sind getötet worden. Ihre Dörfer wurden zerstört. Sie haben deutsche Besatzungsverbrechen gesehen. Der Wunsch nach Rache ist weit verbreitet. Das erklärt einen Teil der Gewalt. Es entschuldigt sie nicht. Für die Menschen in Ostpreußen bedeutet all das nur eines:
Wenn die Front kommt, kann niemand sagen, was passieren wird. Eigentlich musste jetzt eine groß angelegte Evakuierung beginnen. Doch genau das geschieht nicht. Und hier liegt einer der entscheidenden Gründe für die spätere Katastrophe. Die nationalsozialistische Führung will keine Panik. Sie will keine Bilder leerer Dörfer, keine endlosen Flüchtlingstrecks, keine sichtbaren Zeichen davor, dass der Krieg verloren ist. Ein früher Evakuierungsbefehl würde genau das bedeuten. Würde der Bevölkerung zeigen, dass die Führung selbst nicht mehr an den Sieg glaubt. Also bleiben viele Menschen, nicht immer freiwillig. Manche wollen ihr Land nicht verlassen. Andere hoffen, dass die Front aufgehalten wird. Viele warten auf offizielle Befehle. Und diese Befehle kommen zu spät. Dann beginnt der Januar 1945. Am 12. Januar startet die Rote Armee eine gewaltige Offensive. 2 Tage später beginnt der Angriff auf Ostpreußen. Sowjetische Panzer und Infanterie stoßen mit enormer Kraft nach Westen vor. Die deutschen Linien brechen. Einheiten ziehen sich zurück. Straßen werden überfüllt. Ortschaften wechseln innerhalb weniger Stunden den Besitzer. Plötzlich steht die Front nicht mehr irgendwo im Osten. Sie steht vor der Haustür. Jetzt kommen Evakuierungsbefehle. Aber vielerorts bleibt nur noch sehr wenig Zeit. In manchen Dörfern heißt es am Morgen, müsst gehen. Heute, sofort. Eine Familie hat vielleicht 2 Stunden. Was nimmt man mit, wenn man glaubt, für einige Wochen fortzugehen? Lebensmittel, Decken, warme Kleidung, Dokumente, Geld, vielleicht Fotos, vielleicht Silberbesteck, vielleicht die Bibel der Familie, vielleicht einen Schlüssel. Viele schließen ihre Haustür hinter sich, nicht wissend, dass sie niemals wieder öffnen werden. Dann rollen die Wagen los. Pferdewagen, Schlitten, Handkarren. Manche Menschen besitzen ein Auto, die meisten nicht. Frauen sitzen mit kleinen Kindern auf den Wagen. Alte Männer gehen daneben. Verwundete Soldaten tauchen auf den Straßen auf. Wehrmachtfahrzeuge versuchen, zwischen den Flüchtlingen hindurchzukommen. Militärkolonnen haben Vorrang. Immer wieder müssen zivile Wagen anhalten. Dann geht es weiter. Langsam, sehr langsam. Denn alle wollen nach Westen. Auf den Straßen entsteht ein Chaos, das kaum noch kontrollierbar ist. Ein einzelner Unfall kann einen ganzen Trek stoppen. Ein totes Pferd blockiert die Straße. Ein Wagen kippt um. Ein Kind wird vermisst. Jemand fällt zurück. Und sobald man seine Familie im Gedränge verliert, kann es fast unmöglich sein, sie wieder zu finden. Dann kommt die Kälte. Der Januar 1945 ist bitter. Temperaturen weit unter Null machen jede Stunde auf dem Wagen gefährlich. Menschen frieren. Kinder bekommen Fieber. Alte Menschen sterben während der Fahrt. Manche werden am Straßenrand zurückgelassen. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil niemand mehr weiß, was tun soll. Auf einigen Wagen liegen Tote unter Decken. Die Familie fährt weiter. Denn stehen bleiben kann bedeuten, von der Front eingeholt zu werden. Und die Front bewegt sich schnell. Schneller, als die Flüchtlinge fliehen können. Das ist der Moment, in dem sich die Lage vollständig verändert. Die sowjetischen Truppen stoßen bis zur Ostseeküste vor. Ostpreußen wird zunehmend vom restlichen Deutschen Reich abgeschnitten. Der Landweg nach Westen wird immer schwieriger. Für Hunderttausende gibt es jetzt nur noch wenige Möglichkeiten. Eine davon führt über das Eis, das Frische Haff. Zwischen dem ostpreußischen Festland und der frischen Nährung liegt eine große Wasserfläche. Im Winter 1945 ist sie teilweise gefroren. Wenn man die Nährung erreicht, kann man weiter Richtung Danzig fahren. Auf der Karte wirkt dieser Weg wie eine Abkürzung. In Wirklichkeit ist lebensgefährlich. Trotzdem wagen Tausende. Stellen wir uns diesen Moment vor.
Ein Pferdewagen verlässt das feste Land. Die Räder rollen auf das Eis. Unter dem Wagen liegt dunkles Wasser. Vielleicht nur wenige Zentimeter Eis trennen eine Familie vom Tod. Niemand weiß genau, ob die Flasche tragt. Niemand weiß, ob vor einen Berichtswagen eingebrochen sind. Und trotzdem geht es weiter. Denn hinter ihnen rückt die Front nachher. Bald bilden sich lange Kolonnen auf dem Eis. Pferdewagen, Menschen zu Fuß, Verwundete, Kinder. Manche tragen fast nichts mehr. Der Wind zieht über die offene Fläche. Es gibt kaum Schutz. Wenn ein sowjetisches Flugzeug auftaucht, gibt es keinen Graben, keine Mauer, kein Haus. Bomben können locker ins Eis reißen. Pferde können schauen, Wagen können einbrechen. Und wenn ein Mensch ins Wasser fällt, bleiben oft nur Minuten. Manche erreichen die Ernährung, andere nicht. Doch selbst wer das Eis überlebt, ist noch nicht gerettet. Die Flüchtlinge strömen weiter Richtung Häfen. Pillau wird zu einem der wichtigsten Orte. Dort sammeln sich tausende Menschen. Sie warten auf Schiffe. Sie hoffen auf einen Platz. Sie wissen nicht, wann das nächste Schiff kommt. Oder ob überhaupt noch eines kommt. In dieser Situation beginnt die große Evakuierung über die Ostsee. Die Kriegsmarine setzt eine Vielzahl von Schiffen ein. Passagierschiffe, Frachter, Kriegsschiffe, kleinere Fahrzeuge. Später wird die Evakuierung häufig unter dem Namen Unternehmens Hannibal zusammengefasst. Sie gehört zu den größten Seetransportaktionen des Kriegsendes. Hunderttausende Menschen werden aus Ostpreußen und an deren Gebieten über die Ostsee nach Westen gebracht. Für viele ist das die Rettung. Doch das Meer ist ebenfalls ein Kriegsgebiet. Sowjetische U-Boote operieren dort. Minen liegen im Wasser. Schiffe können angegriffen werden. Und am 30. Januar 1945 geschieht eine Katastrophe, die bis heute mit der Flucht aus Ostpreußen verbunden ist. Die Wilhelm Gustloff. Vor dem Krieg ist sie ein Symbol nationalsozialistischer Propaganda gewesen. Ein großes Passagierschiff der Organisation. Kraft durch Freude. Jetzt ist sie mit Menschen überfüllt. Marineangehörige befinden sich an Bord. Soldaten, Verwundete und tausende Flüchtlinge. Frauen, Kinder, alte Menschen. Die genaue Sache lässt sich bis heute nicht vollkommen sicher bestimmen. Wahrscheinlich sind ungefähr 10.000 Menschen an Bord. Am Abend fährt die Wilhelm Gustloff durch die dunkle Ostsee. Dann entdeckt das sowjetische U-Boot S-13 das Schiff. Der Kommandant gibt den Angriffsbefehl. Torpedos laufen durch das Wasser. Drei treffen. Die Explosionen zerreißen Teile des Schiffes. Binnen Sekunden fällt Licht aus. Menschen werden zu Boden geschleudert. Wasser dringt ein. Panik bricht aus. Tausende versuchen gleichzeitig nach oben zu kommen. Treppenhäuser verstopfen. Menschen werden niedergetreten. Einige Türen lassen sich nicht öffnen. Rettungsboote sind verreist oder schwer zu Wasser zu lassen. An der Menschen springen direkt in die Ostsee. Das Wasser ist tödlich kalt. Wer hineinfällt, hat kaum eine Chance. Innerhalb ungefähr einer Stunde sinkt der Wilhelm Gustloff. Rund 1000 Menschen überleben. Etwa 9000 sterben. Damit wird der Untergang zu einer der größten Schiffskatastrophen der Geschichte. Doch die Gustloff ist nur ein Teil der Geschichte. Wenige Wochen später wird die Stuben versenkt. Im April trifft es die Goya. Wieder sterben Tausende. Und trotzdem fahren die Schiffe weiter. Warum? Weil niemand eine bessere Alternative hat. Für die Menschen in den Hafen ist jedes Schiff Hoffnung. Vielleicht ist genau dieser Widerspruch das Erschütterndste. Die Ostsee ist gefährlich, aber an Land kann die Front jeden Moment kommen. Also steigen Menschen auf Schiffe, von denen sie wissen, dass sie angegriffen werden können. Nicht weil sie das Risiko unterschätzen, sondern weil das Risiko des Bleibens größer erscheint.
Währenddessen verwandelt sich Königsberg in eine eingeschlossene Stadt. Die Hauptstadt Ostpreußens ist bereits durch britische Luftangriffe schwer zerstört. Nun wird sie von sowjetischen Truppen umsingelt. Flüchtlinge drangen in die Stadt. Lebensmittel werden ab. Wasserleitungen funktionieren teilweise nicht mehr. Häuser sind zerstört. Verwundete liegen in improvisierten Lazaretten. Menschen schlafen in Kellern. Die deutsche Führung hält weiter durch. Doch die militärische Lage ist aussichtslos. Am 9. April 1945 kapituliert Königsberg. Für die Menschen, die noch dort sind, endet damit nicht das Leiden. Es beginnt eine neue Phase. Plünderungen, Hunger, Krankheiten, Verhaftungen, Zwangsarbeit, sexualisierte Gewalt. Viele Frauen werden Opfer von Vergewaltigungen. Andere Menschen sterben in den folgenden Monaten an Unterernährung und Seuchen. Auch hier darf der historische Zusammenhang nicht verschwinden. Die sowjetischen Soldaten stehen in einem Land, dessen Armee wenige Jahre zuvor ihre Heimat zerstört hat. Sie haben Massengräber gesehen, verbrannte Dörfer, Getötet Angehörige. Doch Zivilisten sind keine legitimen Ziele. Kinder sind keine Täter. Alte Menschen sind keine Täter. Frauen sind keine Täter. Geschichte wird falsch, wenn man nur eine Seite betrachtet. Die Flucht aus Ostpreußen ist deshalb so schwierig zu erzählen. Denn zwei Wahrheiten existieren gleichzeitig. Deutschland hatte einen verbrecherischen Krieg im Osten begonnen. Millionen Menschen in der Sowjetunion und in Polen hatten unter deutscher Besatzung gelitten und waren gestorben. Und am Ende dieses Krieges wurden auch deutsche Zivilisten zu Opfern von Flucht, Vertreibung, Gewalt und Tod. Eine Wahrheit hebt die andere nicht auf. Im Mai 1945 ist der Krieg in Europa vorbei. Für die Flüchtlinge beginnt jetzt ein anderes Leben. Viele landen in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg, in Dänemark, in anderen Teilen Deutschlands. Sie leben in Schulen, Scheunen, Baracken, überfüllten Wohnungen. Manchmal teilen mehrere Familien ein Haus. Sie haben kaum Besitz. Viele Einheimische sind selbst arm. Es gibt Spannungen. Die Flüchtlinge werden nicht überall willkommen geheißen. Manche tragen einen Koffer, andere gar nichts mehr. Und viele besitzen noch etwas, das eigentlich keinen praktischen Wert mehr hat. Den Schlüssel zu ihrem Haus in Ostpreußen. Ein kleines Stück Metall. Aber für viele wird dieser Schlüssel zu einem Symbol. Erinnert an eine Haustür, an einen Hof, an ein Zimmer. An ein Leben, das nicht zurückkommt. Denn nach 1945 verändert sich Ostpreußen grundlegend. Der nördliche Teil fällt in die Sowjetunion. Königsberg wird später Kaliningrad. Der südliche Teil kommt unter polnische Verwaltung. Die verbliebene deutsche Bevölkerung wird in den folgenden Jahren größtenteils vertrieben oder ausgesiedelt. Neue Bewohner kommen. Viele von ihnen sind selbst vertriebene polnische Familien aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten müssen ihre Häuser verlassen, nachdem diese Gebiete Teil der Sowjetunion werden. Auch sie verlieren ihre Heimat. So entsteht in ganz Mittel- und Osteuropa eine gewaltige Bewegung von Menschen. Grenzen verschieben sich. Dörfer bekommen neue Namen. Sprachen ändern sich. Familien verschwinden. Andere Familien kommen. Eine Region kann innerhalb weniger Jahre fast vollständig ihr Gesicht verändern. Für die ehemalige Ostpreußen bleibt die Erinnerung jedoch lebendig. Noch Jahrzehnte später erzählen Menschen von denselben Bildern. Schnee, Pferdewagen, Flüchtlingstrecks, das Eis des frischen Haffs, Hafen voller Menschen, Nächte ohne Schlaf, das Geräusch von Flugzeugen, das Donnern der Front. Und immer wieder ein Satz. Wir glaubten, wir würden bald zurückkommen. Vielleicht macht genau dieser Satz die Geschichte so schwer.
Viele gingen nicht mit dem Gefühl, ihre Heimat endgültig zu verlassen. Sie packten für Wochen, nicht für ein ganzes Leben. Ein Kind nahm vielleicht ein Spielzeug mit. Eine Mutter nahm Fotos. Ein Bauer dachte vielleicht noch an seine Tiere. Man schloss die Tür. Man nahm den Schlüssel. Und man fuhr los. Dann kam man nie zurück. Die Statistiken über Flucht und Vertreibung sind riesig. Millionen Menschen waren betroffen. Hunderttausende wurden über die Ostsee evakuiert. Tausende starben auf Schiffen. Andere starben auf Straßen, im Schnee oder auf dem Eis. Aber Zahlen können nur einen Teil erzählen. Die eigentliche Geschichte besteht aus Entscheidungen. Soll man heute gehen oder morgen? Nimmt man die Großmutter mit? Bleibt der Vater zurück? Welchen Weg wählt man? Straße, Eis, Schiff. Und was tut man, wenn plötzlich nur noch Platz für zwei Menschen auf einem Wagen ist? Das sind Entscheidungen, die niemand treffen mochte. Und genau diese Entscheidungen mussten Familien im Winter 1945 treffen. Das macht diese Geschichte so viel größer als einen militärischen Rückzug. Es ist die Geschichte davon, wie schnell Sicherheit verschwinden kann. Im Dezember 1944 sitzt eine Familie vielleicht noch am Küchentisch. Einige Wochen später sitzt sie auf einem Wagen bei -20 Grad. Im Januar gehört ein Haus nach einer Familie. Im April existiert diese Familie dort vielleicht nicht mehr. Der Krieg, der 1941 weit im Osten begonnen hatte, war zurückgekehrt. Nicht als abstrakt Frontlinie, sondern als Geräusch hinter dem Dorf, als Rauch am Horizont, als Befehl zur Flucht, als Pferdewagen im Schnee und als die Menschen Ostpreußen verließen. Verloren viele mehr als nur ein Haus. Sie verloren einen Ort, eine Sprache der Kindheit, Nachbarn, Friedhöfe, Familiengeschichte, eine Landschaft, etwas, das sich später nicht einfach ersetzen ließ. Mehr als 80 Jahre später existiert Ostpreußen als deutsche Provinz nicht mehr. Königsberg heißt Kaliningrad. Viele Dörfer tragen andere Namen. Grenzen haben sich verändert. Neue Generationen leben dort. Doch die Bilder des Winters 1945 sind geblieben. Lange Treks am Schnee, Menschen auf dem Eis, überfüllte Hafen, Schiffe in der dunklen Ostsee. Sie zeigen das Ende eines Krieges, aber auch das Ende einer Welt. Und vielleicht liegt darin die wichtigste Erkenntnis dieser Geschichte. Kriege enden nicht in dem Moment, in dem die Waffen schweigen. Sie leben weiter, in Familien, in Erinnerungen, in Verlusten und manchmal sogar in einem alten Schlüssel zu einer Tür, die seit Jahrzehnten nicht mehr existiert. Für Millionen Menschen begann das Ende Ostpreußens nicht mit einer politischen Erklärung. Es begann an einem kalten Wintermorgen im Jahr 1945 mit einem einfachen Satz: Wir müssen gehen.